Fisch! Ja. Becky, schnell! Das sind ein großen Fisch. Ist aber mega weit weg. Schnell, komm! In dieser Folge erkunden wir den wohl abgelegensten Angelspot Europas. Make it count! Hier soll es mehr Hechte als Menschen geben. Absolute Natur, keine Menschen. Boah. Wie geil, Alter. Ich habe mich so auf Schweden gefreut. Jetzt kommen aber gerade so die ersten Gedanken auf, ob wir vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Es gibt keine andere Wahl mehr. Wir gehen auf Sapjak. Über 40.000 Seen leben die Hechte hier und für uns geht es jetzt mit den Sapjaks und unseren Dachzelten ab in die Natur. Wenn jetzt die Hechte nicht beißen, dann weiß ich auch nicht. Fisch! Oh, das ist ein großer. Da ist er. Catcher, Becky! Schnell, komm! Dich ins Verlass. Viel Spaß mit der Folge. Hoffentlich knallen wir ein paar dicke Dinger raus. Let's go! Becky, jetzt geht's nach Schweden. Wir verlassen unsere geliebten Buds und unsere einsame Insel und fahren jetzt ungefähr 5-6 Stunden. Ganz in den Norden hoch nach Schweden. Die wohl am wenigsten besiedelte Region Europas, aber wahrscheinlich auch die mit den meisten Hechten. Es gibt, glaube ich, mehr Hechte da, als es Einwohner gibt. Und hoffentlich auch ein paar richtig dicke. Wie viele Hechte es da gibt und ob es da richtig große gibt, das finden wir in dieser Folge auf jeden Fall heraus. Ja. Was mich auf diesen Trips immer so flasht, ist die Natur. Jetzt diese Baumgrenze, dahinter Schneeberge, Nebel drin. Das sieht schon echt krass aus. Unfassbar facettenreich immer. Es geht nicht besser. Wirklich, es geht einfach nicht besser. Oh, Elch! Rausgucken! Raus, gucken! Tschüss! Einfach ein Elch auf der Straße gewesen. Willkommen in Schweden. Kein Roadtrip ohne kleines Nickerchen. Aber man muss sagen, hat er sich auch verdient. 2 dicke Buds gefangen, richtig durchgesogen, wenig geschlafen. Wir haben derzeit den Polarkreis passiert, sind in Schweden, haben die ersten Elche gesehen. Und jetzt sind wir noch gut 2 Stunden auf der Strecke, auf der Straße. Und dann können wir endlich dicke Hechte fangen. Oi, vorsichtig, der Anhänger muss bleiben. So, Becky, erster Spot hier. Den ersten Spot haben wir auf Google Maps gefunden. Gucken wir mal, ob hier dicke Hechte sind, aber wir nehmen auch eine Forellenrute mit, weil wir wollen heute Abend natürlich auch was essen. Und so eine Forelle würde schon nicht schaden. Becky, drück du den mal hoch, du bist kleiner. Easy. Da fehlt ein bisschen Kraft, ne? Oh Mann, ey, wir haben uns wieder das beste Wetter ausgesucht. Fahr nach Schweden, haben sie gesagt. In Norwegen ist schlechtes Wetter. Warthose. Neu, weil irgendwie alle 2 Monate wird eine versenkt. Ich habe auch eine neue Warthose, aber nach 13 Jahren wird es jetzt auch Zeit. Ja, bei mir hat es ein halbes gebraucht. Meine hat Irland leider nicht überlebt. Was hast du da für geile Farben drin? Tja, mein Freund. Sind ein paar Protos dabei, wa? Ach, warte mal. Da fehlt ja noch was. Ein Sticker für mein Poesiealbum. Hast du Briefmarken gesammelt? Nein. Wer hat denn Briefmarken Das ist ein gesammelt? richtiges Vergewaltiger-Hobby. Hast du Briefmarken gesammelt? Ja. Echt? Nicht dein Das Ernst. erklärt einiges, Markus. Hast du auch eine, Als Kind Briefmarken gesammelt. Ja. hast du auch eine Modelleisenbahn im Keller gehabt? Nee. Hast du regelmäßig in der Schule auf die... Guck mal hier, Sticker. Dass ich ihn schön auch sehe, den Lauf verfolgen kann. Ich habe jetzt schon eine Perücke, ohne dass ich am Wasser war. Das ist gut. Scheiße. Oh, sieht das geil aus. Soll ich den Wagen abschließen? Nee, ne? Wir Ja, sind doch. Scandi. Abschließen sollte man vielleicht schon. Da oben drauf liegen Routen im Wert von 5.000 Euro. Oben kann einfach jeder mitnehmen. Aber wir schließen den Wagen ab, weil da ist ja eine Mütze noch und 2 Handschuhe von dir drin. Und mein Geldbeutel mit meinen ganzen Barmitteln. Jungs, wir sind wieder da. Absolute Natur. Keine Menschen. Kann es geiler sein? Ja, bis jetzt aber auch noch kein Wasser. Okay, Wasser. Na, Google Maps hat gesagt 700 Meter. 700 Meter noch und dann können wir endlich auf dicke Hechte angeln. Nach Norwegen liegt unsere Hoffnung jetzt voll auf Schweden, um hier einen richtig dicken Hecht ans Bein zu bekommen. Siehst du das Wasser schon? Ja, alles ist anstrengend. Geil. Da sind wir. Becky, da, endlich da. Ja, geil, perfekt. Hier stehen sie.
7 Stunden, 5 Stunden Fahrt, bisschen Vorbereitung, bisschen herlaufen. Aus dem hohen Norden in den noch höheren Norden. Und ich würde sagen, Becky, Oh, ich bin komplett durchgeschützt. ja, wir machen unseren First Cast, oder? Jo, Petri Heil, make it count. so, erste Wurf in Schweden. Keine Perücke, schon mal ein Sieg. Hier beißt nichts. Tot der Tümpel. Wir sind für die Hechte hier, aber wir müssen auch eine Forelle fangen, weil wir heute Abend was essen wollen. Das heißt, wir machen ganz kurz einen Plan. Solange wir hier oben noch bei der Rausche sind und eher Forelle ist, angeln wir ganz kurz auf Forelle. Dann gehen wir nachher hinten ins Backwater, ins ruhige Wasser, um Hecht zu fangen. Ich lasse meine Hechtrute auch hier liegen und den Dings, einen Köder ran, fertig ist, abhandeln hoffentlich schnell und dann Hecht angeln. Kleinen Ronin ran gemacht, Mini-Box mit hier reingesteckt und dann sind wir hoffentlich in 10 Minuten durch, Becky. Ja, das wäre natürlich ideal. Hast du dir schon überlegt, was du machst mit der Forelle? Jo, ich habe Kartoffeln besorgt und Barbecue-Soße. Barbecue-Soße. Ja, ja, sehr geile Kombi. Warum auch nicht? Immer mal neue Sachen probieren. Barbecue-Soße hatten wir auf jeden Fall fast noch nie. So ist das. So, der soll es richten. Unser Abendessen fangen hier schnell. Und dann ein paar dicke Hechte knallen. Ist das nicht geil? Man hört kein Auto, man hört keinen Lärm, man hört keinen anderen Menschen. Man sieht keine anderen Menschen. Man sieht mal einen Elch oder ein Rentier. Hoffentlich keinen Braunbär. Stell dir mal vor, hier zu leben, Markus. Könntest du dir das vorstellen? Ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist schon mal kein Nein. Nichts drin, tot der Tümpel. Das kann dir bei Google Maps halt eben auch passieren. Auf den ersten Blick passt hier eigentlich alles zusammen. Wir haben viel Strömung, wir haben Sauerstoff im Wasser, wir haben Nahrung. Aber trotzdem wollen die Forellen einfach nicht beißen. Woran das liegt? Tja, das müssen wir jetzt herausfinden. Ja, jetzt hatte ich eine drauf. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Groß, Nein, aber Abendessen. weiß ich nicht. Hier muss doch eine kommen. Ja, sieht eigentlich geil aus hier. Nicht mal eine Steigen gesehen. Jetzt sind wir anders gewohnt hier aus Schweden. Versuchst ein bisschen Strömung, dann fängst du eine Forelle. Also Becky, ich würde sagen, Hecht oder willst du hier noch weiter? Nee, das macht keinen Sinn. Und wie sind die Viecher nicht hier? Wir machen ja heute noch ein paar Spots. Vielleicht finden wir da noch irgendwas, wo man Forellen angeln kann. Ja, ja. Sonst muss ein Hecht gegessen werden. Oh, stört mich auch nicht. Da. Wenn du jetzt endlich mal filetieren könntest, Ach, das geht schon. ohne Gräten. Ach, Gräten gehören dazu. Gleich, wenn du jetzt angeln gehen willst ohne Hänger. Gehört dazu. Ich gehe oft ohne Hänger angeln. Ich auch. Ich meinte ja einen Anhänger. Ah, ey. Mann, ey. Tschüss. Das kann ich mir nicht weitergeben, so ein Gelaber. Anhänger, ich meinte ja einen Anhänger. Hat er nicht gesagt. Forelle wird jetzt erstmal pausiert. Jetzt geht's wieder auf Hecht. Unser eigentliches Ziel. Aber wir wollten halt schnell was zum Mittagessen fangen. Hat nicht geklappt. Ich habe eigentlich gedacht, hier erwacht jetzt so richtig die Natur nach dem Eis, aber Ich dachte ja, ganz ehrlich, gerade erster Wurf dachte ich, safe ein Biss. Oh, ernüchternd, ey. Sah so geil aus auf Google Maps. Aber ganz ehrlich, ich vermute, wenn die Forellen nicht da sind, ist auch die Nahrung für die Hechte nicht da. Oh. Naja, gucken wir mal. Wenn man im vermeintlich besten Revier Europas angelt und man bekommt keinen Biss, dann fragt man sich natürlich, woran liegt's? Beißen die Fische einfach nicht? Machen wir grundsätzlich was falsch? Oder sind wir auch zu früh im Jahr hier? Aber genau in diesem Moment kommt oft der erlösende Biss. Fisch! oder? Nee. Ah, dafür sind wir hergekommen. Die ganz großen Hechte. Aber geil sieht der aus. Schön gefärbt. Unser erster schwedischer Hecht. Na los, gib mir den Köder wieder. Da. Tron, neue Farbe, die wir testen. Wirklich, wahrlich kein großer, aber ein schön gezeichneter. So. Zu klein, zurück. Mein Großer. Du bist der Beweis dafür, dass hier mehr Hechte leben als Menschen. Naja, bis jetzt
Fühlt sich noch nicht so an, aber wir haben ja auch gerade erst angefangen. Das macht Mut. So, weiter geht's. Jetzt einen, der bitte doppelt so groß ist. Zugegeben, die Größe der Hechte müssen wir auf jeden Fall noch steigern. Aber plötzlich kommt irgendwie ein bisschen Bewegung ins Wasser und man hat das Gefühl, ja, jetzt könnte richtig was gehen. Oh, Biss! Na, schade, hatte ich gerade noch einen Biss. Leider nicht gehangen, aber ist auch nicht so schlimm. Es zeigt, dass hier doch Fisch ist. Ich hatte anfangs ein bisschen Sorge, dass hier nichts ist, aber jetzt haben wir einen kleinen gefangen und gerade noch einen guten Biss gehabt. Jetzt wieder Hoffnung, dass hier noch was geht. Oh, ein fetter Barsch. Fetter Barsch hinterher. Ist er draufgegangen auch? Ja. Ui, das ist ein Hecht. Feiki. Ich sehe ihn nicht mehr. Weit Schnur habe ich nicht, aber eben war er noch da. Warte mal. Oh! Wie geil, Alter. Geisteskrank. Ich weiß gar nicht, wo der stand, aber der ist ja sofort drauf. Wir wollten hier gerade zurücklaufen und dann ist vor uns ein kleiner Hecht weggesprungen. Und Dustin hat noch gemeint, komm, wir schauen mal, ob er gut reagiert. Hingeworfen und er ist direkt drauf geschossen. Also die Dinger sind auf jeden Fall aktiv, aber vielleicht sind die einfach nicht in großen Mengen hier. Ja. Vielleicht sind wir am falschen Gewässer. Deswegen gucken wir jetzt an einem anderen Gewässer. Sportwechsel oder was? Sportwechsel. Geil. Erstmal noch eine Stunde heimlaufen gefühlt. Markus, kannst du mich zum Auto tragen? Nee, mein Scheiß trägt ja auch keiner. Ich trage die Last, die Verantwortung die ganze Zeit für dich. Für einen 20 mein Rucksack zum Auto und meine Routen. Nee, Mit Kescher und Routen, alles drum und dran, kriegst 40 Euro, wenn du das jetzt zum Auto trägst. 500. 500, spinnst du? Tackle-Pick-Gutschein. Wie gut. Was du an Geld hier verdienen könntest, Markus, wenn du unsere ganzen Angebote mal annehmen würdest. Größenwahnsinnig ist gemacht, er geworden. Oder Dustin? Ja, Hallo Dustin. Würdest du für einen 20 mal einen Rucksack zurücktragen? na klar, Becky. Wenn du mir dafür danach eine Massage gibst, mach ich es auch für einen Zehner. Bisschen Gicht in den Händen. Aber eine Stunde Massage mit Öl. Nein. Mit Öl und einschmieren. Nein. Du recordest mit Absicht? Ja, weil ich dein Wünschesgelaber mit drauf haben möchte. Jo. So, komm, Pause vorbei, Becky. Ab jetzt fangen wir Fische. Der nächste Spot auf Google Maps sieht nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Wenn da auch nicht so viel geht, dann mache ich mir Sorgen. Oh, ich bin komplett durchgeschwitzt. Puh. Hoffentlich müssen wir beim nächsten Spot nicht so weit laufen. Auch wenn Beckys größtes Problem gerade der Rückweg zum Auto ist, haben wir ganz ehrlich gesagt noch ganz andere Sorgen. Für Schweden erhoffen wir uns natürlich deutlich mehr als nur ein paar Bisse und einen kleinen Hecht. Aber zum Glück sind die Tage hier auch lang und die eine oder andere Chance wird es bestimmt noch geben. Vielleicht gehst du auf den Stein, Becky, Ja. ich auf den nächsten da. Dann gucken wir mal. So. Nächster Spot. Schnell noch einen Köder ran. Dann geht das los. Ich habe mich so auf Schweden gefreut. Jetzt kommen aber gerade so die ersten Gedanken auf, ob wir vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Vielleicht ist es noch zu früh im Jahr. Die Spots sehen mega aus, aber es ist überhaupt kein Kraut im Wasser. Es ist gefühlt auch gar kein Leben im Wasser. Ich hoffe, das ändert sich noch. Sonst sehe ich das denn jetzt schon wieder Richtung Heilputz fahren. Mehr Hechte als Menschen leben hier. Die fressen nur nichts. Die sind alle auf Diät. Also jetzt sind wir schon mal mehr Menschen als Hechte heute. Ja, Becky, Ja? es gibt keine andere Wahl mehr. Wir gehen aufs Sapjak, wir gehen aufs Taska. Wir erkunden die Spots, finden raus, wo die Biester jetzt stehen. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, wir sind hier in Schweden, nicht in Brandenburg. In irgendeinem Vereinstümpel. Ist auch schon wieder spät, ne? Ja. Es ist schon 11. 11. Das heißt schon, nach der langen Fahrt hier haben wir natürlich auch viel Zeit verdaddelt von Norwegen hierher. Das Gute ist, wir können ja die ganze Nacht angeln, aber
Die letzten Das Jahre können wir haben halt nicht immer machen. Die letzten Jahre haben aber auch gezeigt, dass die Hechte nachts eher nicht ganz so aktiv sind, wobei viel weniger als jetzt geht auch nicht. So, Becky, nächste Chance. Wenn es hier nicht geht, dann weiß ich auch nicht, ey. Ja, jetzt müssen wir die Kajaks runterholen. Kannst du mir was anderes runterholen? Woran erinnert dich das am Antrieb? Norwegen. Hör auf damit. Ich bin schon wieder kurz davor zu sagen, lass zurückfahren. Da bringt Becky mich um, glaube ich. Es geht los. Ey, ich kann es kaum erwarten. Aber man hat jetzt dann doch schon noch mal das Gefühl, schneller ein paar Spots abangeln zu können mit den Dingern. Ist man natürlich viel, viel flexibler, als vom Ufer irgendwas Neues zu erkunden. Ist besser von denen, was Neues zu erkunden. Becky, ich bin heiß. Komm. Hoffentlich mache ich hier nicht den Markus und bin jetzt einfach mal weg. Was ist los, Markus? Steckst du fest? Alter, bis zum Knie. Oh, habe ich meinen Kajak eingesaut. So, jetzt geht's los. Endlich wieder auf dem Tasker. Wenn jetzt die Hechte nicht beißen, dann weiß ich auch nicht. Dann fahren wir hier nach Hause. Kajak ist im Wasser, los geht's. Markus, auf geht's. Let's go. Mit was fängst du an? Schon. So, erster Wurf für mich vom Sapjak hier in Schweden. Jetzt gilt es mich noch zu entschneidern. Hat das denn schon geschafft? Und wer geht noch zuversichtlich? Ja, und das muss hier kommen. Gerade hier in Nordschweden gibt es so viele Hechte. Es kann nicht sein, dass wir hier keine fangen. Das war ja keine Spaßaussage, dass es hier mehr Hechte als Menschen gibt. Das kann hier so abgehen. Das ist auch immer so ein bisschen Wunschdenken, dass man irgendwo mal schnell hinreist und da dann die dicksten Fische der Welt fängt. Aber wir kämpfen uns durch. Es kann doch nicht sein, dass wir an einem der besten Spots Europas stehen und keine Fische fangen. Wie Becky schon sagt, wir kämpfen uns durch, bis wir einen Fisch ans Band bekommen. Oh, ein! Der war groß, hast du gesehen? Ah, jetzt! Na, das ist aber nicht so groß. Das ist Guter ein Jack. Fisch? Ja, aber klein. Ja, so klein ist er gar nicht. 90er, 85er? Brauchst du einen Kescher? Ja. Obwohl. Mann, ey. Ja, so groß ist er nicht. 80er. Ja, schöner Fisch. Geil. Kein kleiner. Besonderer Spot, oder? Nö. Ah, da haben wir gekämpft, aber ja, der ist länger als ich dachte. Das ist ein 90er, Becky. Meinst du? Ich habe ein Measure-Tape hier. Ja, ist egal, aber der wird 90 haben, oder Markus? Der sieht schon gut aus, ja. Ja. Ah, mussten wir kämpfen, ey. Puh, danke. Wir haben schon mal bewiesen, dass fast so viele Hechte hier wohnen, wie Leute anwesend sind in der Region. Also wir sind zu dritt und 2 Hechte haben wir gefangen. Naja, das ist natürlich noch nicht das, was wir wollen, aber ist schon mal ein gutes Zeichen und war echt ein geiler Biss. Ich habe ihn reingeworfen und beim Absinken ist er auf den Schorn geknallt. Leider Fehlbiss, dann 2-3 Mal nochmal angejirkt und dann hing er. Oh, ist kälter, als ich gedacht hätte. Ja, ne? Finde es kälter geworden jetzt aber auch. Oh, dicker, glaube ich. Guter Fisch? Obwohl. Ach, vielleicht gleiche Größenordnung. Oh, da, oh, der Nein, Meter, Oh. oder? war schon. Ich hab Fuck. das weiß gesehen. Ah, Was das war passiert? der erste Meter, Becky. Was passiert? Ab. Scheiße. Hei, 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 hei. Da war der erste Meter Hecht. Ah, ist das ärgerlich, Becky. Ja, schade. Der Lange mit dem Tron, der zeigt mal wieder, wie es geht. Auch wenn jetzt der Große leider nicht rausgekommen ist, kriegt er gute Bisse hier. Dass ich den Fisch verloren habe, das tut natürlich weh. Und gleichzeitig merken wir, neben der Kälte und der aufkommenden Dunkelheit, viele Würfe bleiben uns heute leider nicht mehr.
Es ist sehr, sehr, sehr zäh. Und mir ist sehr, sehr, sehr kalt. Und ich bin sehr, sehr, sehr traurig. Und ich finde, es ist heute so düster den ganzen Tag. So wie die Stimmung von den Hechten. Ja. Die Hechte haben gar keinen Bock, die Biester. Dass es so kalt wird, hätte ich nicht gedacht. Da war es ja selbst in Norwegen deutlich wärmer auf dem Wasser. Und das bei gefühlt schlechterem Wetter. Ne? Ja. Sich über das schlechte Wetter zu beschweren, bringt gar nichts. Wir wollen endlich Fische fangen. Deswegen wechseln Vecchi und ich nochmal die Köder und hoffen, dass die Hechte darauf mehr Bock haben. Fisch! So, das war er. Die Biester scheinen jetzt aktiver zu sein. 2 Fische hintereinander drauf gehabt, beide verloren. Auch beides keine Riesen, aber vielleicht beginnt jetzt eine kleine Beißphase und wir haben dann mal eine Chance, hier einen zu fangen. Krass, wo sind die Fische, ey? Ja gut, hat jetzt 2 drauf, ne? Also da sind sie. Fisch! Ein zappliger Kleiner. Aber kräftig ist er. Farblich immer wirklich wunderschön hier, die Dinger. 3 verloren insgesamt. Und jetzt Leader Touch. 2 gefangen. Da ist er nochmal. Ist doch ein schöner. Wohlgenährt, schön gefärbt. So kann es weitergehen. Doppelt so groß bitte. Aber was man sagen kann, es leben zumindest so viele Hechte wieder, wie Leute anwesend sind. Das wissen wir jetzt. 3 Hechte haben wir. Wir driften hier ganz schön schnell. Ihr seht's, wir angeln hier mitten in einem Fluss. Ja, Fische sind nicht ganz inaktiv, aber bis jetzt nur die kleinen. Nächster. Gibt's doch nicht. Jetzt habe ich sie hier am Wickel. Hoppa. Oh nein. Der ist ein bisschen größer, glaube ich. Nicht viel, aber minimal. Oh, kräftig hier im Fluss. Oh, guck mal, die machen mich hier richtig rum. Aber ich muss sagen, es sind keine großen. Aber es ist doch so geil in einem neuen Gewässer, wo man gerade das erkundet, dann so gut zu fangen. Fisch Nummer 3 oder 4. Drauf hat man schon deutlich mehr. Wieder auf dem Hunter. Die werden noch ein bisschen besser, oder? Schöner Fisch wieder. Geil. Mann ey. Richtig abgerockt hinten hier in den Steinen und so wahrscheinlich. Die stehen wirklich, man kann das sehen. Man kann hier in der fetten Strömung fette Felsbrocken sehen. Darüber den Gummileiern und dann kommen die Fische. Ist doch schon schöner. Danke für den coolen Biss. Danke für den Drill. Hau dir noch ein paar Forellen rein. So, jetzt wird's was. Jetzt macht's Spaß. Jetzt habe ich schon fast die Heilwurz wieder vergessen. Aber auch nur fast. Ach, geil. Markus, komm, wir fangen noch einen. Ich freue mich heute aufs warme Lagerfeuer, Markus. Ich mich auch. Na? Geht was? Ja, ich hatte 2 Stück. Echt? Ja. Ich habe nicht mal einen Biss gehabt bis jetzt, seit ich hier in Schweden bin. Ich hatte jetzt, wir hatten gerade 6 oder 7 Stück drauf. Das ist ein absoluter Scam hier. 3 oder 4 gefangen. Langsam muss doch da auch mal einer bei mir kommen, kann doch nicht sein. Stört mich ja nicht, wenn er lange mehr fängt als ich. Da ist er! Oh, wie geil! Ah. Leute, mein erster Schwedenpike. Doch gar kein so ganz verkehrter. 80 hat er nicht, aber 75 und richtig schön gebaut. Yes, entschneidert. Kann ich auch zufrieden ins Bett gehen heute. So schnell kann es gehen. Erst funktioniert gar nichts und plötzlich stehen wir im Fisch und fangen einen Hecht nach dem anderen. Fisch!
kein schlechter. Guck mal, wie die vom Laichgeschäft, glaube ich, zerfressen sind. Siehst du, richtig Wunden. Oh, Junge, die beißen ja jetzt. Ist ja fast jeder Wurf ein Treffer hier. Doch mehr Hechte als Einwohner. Ja, jetzt haben wir es bewiesen. Tschüss, Großer, danke. Ist das nicht geil? Oh, erst haben wir uns so schwer angestellt. Dann haben wir so ein bisschen eine Taktik gefunden, die funktioniert. Klar, da ist jetzt noch kein Monster dabei gewesen. Aber erster Satz unseres YouTube-Kanals heißt, mehr als nur dicke Fische. Und ich muss sagen, es macht gerade wirklich richtig Laune. Na, Veggie? Ein Schneider. Ich habe gerade noch eine emotionale Rede gehalten, dass ich mir jetzt endlich einen Fisch wünschen würde. Und in dem Moment ist er eingestiegen. Echt? Ja. Geil. Und war auch ein ganz schöner. So 75, gut gebaut. Cool. Ach, ich muss so unfassbar aufs Klo. Ja, ich musste auch gerade pinkeln und in der Zeit fängt das natürlich auch wieder ein. Hat er auch noch eingefangen? Ja. War ja klar, wenn ich anfange, muss er auch Er hat noch schon einen nachlegen. Er hat noch 2 in der Zeit. Ja. Super. Oh Mann, unfassbar der Aber Kerl. die sind on fire jetzt, die Fische anscheinend. Ja, Eine vielleicht. Beißphase, wa? Scheint so. Ich hole mir jetzt den Meter. Oh, das ist ein großer, glaube ich. Alter, Biss war wie von einem Riesen. Ist aber kein großer, oder? Alter, war das ein Biss. Junge, Junge, Junge. Das ist nicht mal ein großer. Ey, der ist reingepfeffert. Fast die Rute aus der Hand geschlagen. Jetzt dachte ich, jetzt habe ich einen Meter. Oh, bist du reingepfeffert, mein Freund. Ja, war aber schon ein schönes Tier, oder? Reingestiegen wie ein ganz großer. Hey, hey, guckt euch das an, Mann. Jetzt knallt's hier. Ich weiß nicht, Fisch Nummer 8, 9, 10. Oh, geil, ey. Mann, aber der ist so reingepfeffert. Ich dachte, jetzt habe ich den Meter, ey. Aber trotzdem, jetzt läuft's richtig gut. Jetzt läuft's richtig gut. Wir sind wieder im Fangrausch und wollen eigentlich nicht aufhören, aber man muss sagen, wir müssen heute noch ein Camp aufschlagen, wir müssen noch Feuer machen, wir müssen noch essen und wir müssen auch mal ein bisschen schlafen. In Norwegen haben wir echt sehr viel Schlaf liegen lassen. Das heißt, wir machen jetzt mal Schluss und machen morgen weiter, oder? Ja, weil morgen wartet auch noch einiges. Morgen geht es noch tiefer in die Natur. Noch tiefer. Noch tiefer. Ja, noch tiefer, sagt der Veggie. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber noch tiefer. Let's go! Oh, Veggie, für eine erste Session war das doch aber schon geil. Ja, hat erst ein bisschen zäh angefangen, Ja, Aber dann hast du noch mal ordentlich rasiert. ja, du hast auch. Ich habe auch einen schönen Hecht gefangen. Ein Schöni. Ich habe mich auch auf die schönen konzentriert. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte farblich gesehen auch schöne dabei. So, Veggie, Roadtrip geht weiter. Wir suchen uns einen neuen Spot auf Google Maps und dann auch gleich einen Übernachtungsplatz. Aber es sollte nicht so schwierig sein, irgendwo im Wald. Nee, glaube ich auch nicht. Und da gibt es dann noch was zu essen. Leider keine Forelle. Aber was anderes auf jeden Fall. Und noch ein Lagerfeuerchen. Ja. Seit inzwischen über 16 Stunden sind wir unterwegs und so langsam macht sich auch die Müdigkeit bemerkbar. Trotzdem müssen wir noch unbedingt das Camp aufbauen und natürlich auch noch etwas essen. Oh, Schlafplatz gefunden, Veggie. Nochmal eine Stunde gefahren, noch weiter im Norden. Ah. Ich sag euch eins, was gruselig ist, dass hier überall Knochen liegen. Kommt mal mit. Ich muss jetzt gruselige Musik einblenden, Markus. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier schlafen möchte. Guckt euch das mal an. Die Zähne. Oder? Kommt mal mit. Hier ist ein richtiger Friedhof. Irgendwas wurde hier gerissen. Alter, guckt euch das mal an. Hier. Das ist ja auch kein... Guckt dir diesen Schädel an. Das sind Zähne. Das ist ja auch nicht ein Rentier. Das ist ja ein riesen Elch gewesen. Was ist das? Wahrscheinlich, ja. Ich würde Elch sagen. Ein Bär! Und guck mal hier. Liegt alles hier verteilt. Ich weiß nicht, ob ich hier so gut schlafe. Bring ich mal Veggie mit. Als Souvenir. Weißt du, was ich mache?
Ich mache den so wie damals. Blenden wir jetzt mal ein, das Elchgeweih, das ich gefunden habe, als Flover fast ertrunken ist. Das habe ich gestern gefunden, als wir hier durch den Teich geschwommen sind. Habe ich eingesteckt. Das wacht über uns quasi. Guck mal, Becky. Das ist schon ein Riesenschädel. Das war mit Sicherheit kein Rentier, oder? Nee, das ist, glaube ich, ein kleiner Elch, oder? Mir wäre der aber mit Fleisch an den Knochen lieber. Ich habe gesagt, wie damals aufs Kajak machen wir jetzt hier Oh. als Galionsfigur hier vorne das Ding rauf. So, Arbeitsteilung. Du machst Essen, ich Feuer. Wer macht die Zelte? Du machst die Zelte. Markus, du machst die Zelte? Du bist ein Zeltexperte. Oh Jungs, ich bin müde. Heute schnell ins Bett. Baust du so Tisch und so auf? Soll ich uns Tisch und Stühle? Sollen wir uns hier so ein Camp bauen? Ich hol jetzt erstmal Steine. Ach, wir haben auch wieder beladen wie die absoluten Profis. Becky, Jo. wo willst du das Lager jetzt aufbauen? Hier wäre es halt so vom Untergrund ideal. Die Jungs von Nordling haben eigentlich dann alles gedacht. Haben uns auch mit geilen Stühlen ausgestattet. Unabhängig davon haben sie natürlich auch diese Zelte gestellt. Man muss sagen, gibt nichts Geileres oder nicht viel Geileres, als irgendwie so unterwegs zu sein. Du kannst überall pennen, wo du willst. Hier in Skandinavien ist hier immer ans Recht. Ist doch geil. Morgen fahren wir wieder anders hin, fangen woanders Fische. Viel besser geht's nicht. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Wir müssen essen und schlafen. Ja. Boah. Und wir haben noch so gesagt, hey, wir sind voll pünktlich vom Wasser gekommen. Auf einmal haben wir schon wieder 24 Uhr, müssen noch was zu essen Vor allem, machen. man vergisst das immer, was alles passiert. Ich meine, wir sind gerade aus Norwegen gekommen, haben gerade Butz gedrillt, sind gerade 6 Stunden angefahren. Und waren noch den ganzen Tag angeln. Waren wir schlau diesmal, ne? Haben wir uns Holz mitgebracht. Ich glaube, das Problem jetzt ist, es sind nicht mehr so viele Tanken in der Nähe. Was Gute ist, wir haben ja hier noch genug trockenes Holz schon auch so gefunden. Das Tischchen noch aufbauen. Nochmal ein Tipp, Rinde von der Birke ist einfach das krasseste Zeug, was so in der Natur gibt zum Anzünden. Richtig, richtig gut. Ach Becky, ey, das hat jetzt einen ganz anderen Vibe plötzlich. Wir haben einen Tisch und Stühle und... Und wir haben keinen Regen. Ja, Markus, sag's nicht so laut. Mann. Markus. Ja, jetzt lachst du noch und wenn es dann wieder 2 Tage durchregnet, Ja. dann haben wir die Kamera beschlägt. Und Oh, ich mach die Klimaanlage nicht an. Sieht doch ganz gut aus, oder? Als ob sich das... das Feuer sieht gut aus. Jungs, findet ihr, es gibt was Krasses als ein Lagerfeuer mitten in der Natur? In der absoluten Wildnis? Vielleicht 1,20 Meter fangen, aber sonst gibt es nicht viel. Boah, wenn man so durchgefroren ist vom Tag und dann sich schön an so einem Feuer aufwärmt. Ich habe echt nicht gedacht, dass es allgemein so kalt wird bei uns im Trip. Ja, auch nicht gedacht. Jetzt wird noch schnell das Dachzelt aufgebaut, bevor gegessen wird. Das geht zum Glück richtig schnell. Die hat gut aufgepasst. Ja, gell? Einmal zugeschaut und schon kriegt man das hin. Schnell links und rechts noch die Stangen rein und dann sind wir schon fertig. Ist das nicht geil? Jetzt mal ohne Spaß, Jungs. So habe ich mir mein Leben mal vorgestellt. Geil. Mit mir an deiner Seite. Ja? Ja, da würde ich sagen, da gibt's wären noch andere Optionen in meinem Kopf gewesen, aber Meinst du? das ist schon auch okay so. Ach, guck mal, ey, wir stehen hier. Naja, jetzt sitzen wir. Lagerfeuer. Am liebsten würde ich jetzt hier auch noch 2 Stunden sitzen, aber Na, wir müssen demnächst schlafen, ins ne? Bett gehen. Da es mit der Forelle nicht so gut geklappt hat, Becky, würde ich sagen, gibt's halt einfach Turmatz. Yes. Auch okay. Ich kümmere mich drum. Kümmerst du dich drum? Sie. Gut, ich halte das Feuer am Laufen. Heute nur kleines Setup, Scotty Booster schnell aufgebaut mit der Scotty Box. Da wird jetzt schnell Wasser warm gemacht und dann gibt es ein paar Turmats zu essen. Wasser kocht so langsam. Das ist mega praktisch. Wir haben immer unsere Scotty Brotdosen dabei und die kann man auch zweckentfremden, beziehungsweise nicht zweckentfremden. Die sind auch dafür gedacht, um eben auch Wasser aufzukochen. Und somit müssen wir dann nicht noch extra einen Topf mitschleppen. So,
jetzt noch schnell durchziehen lassen und dann können wir unser Mahl genießen. So, Markus, wie immer, was sage ich jetzt? Kamera weg, essen. So sieht's aus. Übrigens haben wir auch neue Trockensäcke von Nace. Was einiges drin war. Ja, ich habe mein ganzes Schlafzeug da drin. Meine Isomatte, Schlafsack, Kissen, Wechselklamotten. Ja, auch Wechselwäschen, Kulturbeutel, Handtuch, T-Shirt, Hosen. Naja, Alles, was hab man ich. braucht für einen Outdoor-Trip. Ich habe meine Zahnbürste da stehen lassen. Chillig, Alter. Wir haben auf der Tankstelle unsere Zähne geputzt. An der Toilette. Und irgendjemand hat da wohl seine Zahnbürste stehen lassen. Ich kann nicht ohne Zähneputzen ins Bett gehen, Dicker. Wie soll ich das machen? Ich habe keine extra. Hast du keine extra? Ich bin so müde. Ich habe richtig Bock auf morgen. Aber ich habe auch richtig Bock jetzt, mich richtig in so einen schönen Schlafsack auf die Matratze. Also es ist wirklich Luxus, weil man sieht es vielleicht nicht, aber was ist das für eine Matratze? Das ist auf jeden Fall besser als zu Hause. Ja, ich schlafe da auch richtig gut. Aber ich sag dir eins, nachdem du heute nicht richtig die Zähne geputzt hast, wird heute nichts mehr geknutscht. Ich fände es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich heute alleine schlafe, wirklich. Ich hätte auch nichts dagegen, du kannst ruhig bei Markus schlafen. Naja, es ist zu spät. So, tschüssi. Oh, guten Morgen. Ich bin wach, habe ein bisschen Feuer gemacht, aber die Nacht war echt irgendwie hart. Ich bin richtig verschallert. Während der Kleine noch schläft, versuche ich, uns mal ein Abendessen oder Mittagessen zu organisieren. Ich höre es nämlich die ganze Zeit rauschen. Und da muss ein Fluss in der Richtung sein. Vielleicht ist aber gar nichts. Wir gucken mal. Ich bin heute aufgewacht, absolut verquollen. Jetzt geht's schon. So wie so eine allergische Reaktion. Überall Wasser im Gesicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was das ist. Ich habe eine Birkenallergie. Hier sind überall Birken, aber mir juckt nichts. Ich fühle mich nur mega verklatscht und dass meine Augen so nach unten drücken. Naja, vielleicht wäre ich einfach nur alt. So, da ist das Flüsschen. Mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Knallen wir hoffentlich unser Mittag- und Abendessen raus. Am liebsten beides. Aber dafür, je nachdem wie groß die Forellen sind, braucht man schon ein paar. Sieht schon sehr wild aus. Ganz schön rutschig hier. Also wenn hier Forellen drin sind, dann muss da eine stehen. Sieht wirklich so gut hier aus. Ja, hier oben geht gar nichts. Gucken wir mal, ob die mehr runter zum See stehen. Großes Wasser, vielleicht haben sie da mehr Bock drauf. Aber Fisch gibt's hier. Wir haben gerade Fischschuppen gefunden. Sieht aber eher aus wie Hecht. Aber wer weiß, wo der, weiß ich was, Adler, Fischotter das Vieh hergeholt hat. Vielleicht hat er es hier nur gegessen. Also das sieht jetzt mal geil aus. Das sieht sehr geil aus. Langsam anschleichen. Nicht zu viel Terror machen. Ja, voll schön. Ja, wenn hier keine steht, dann weiß ich auch nicht. Ah, das war der letzte Wurf. Ich hätte Becky ja gerne eine Freude gemacht und ihm was zum Essen mitgebracht, eine leckere Forelle. Hat nicht geklappt, leider. Naja, ich bin mal gespannt, ob der Kleine noch schläft oder ob er schon ein paar Eier gemacht hat. Ich tendiere zum ersten, aber manchmal ist er ja für eine Überraschung gut. Gucken wir mal. Ach, ihr wisst alle, letzter Wurf ist nie der letzte Wurf. Aber der vorletzte war es tatsächlich. Aha, Ja, du bist doch auch Angler, du weißt doch, wie das ist. ja. Und dann plötzlich kriegt man noch ein Biss und dann bleibt man noch 2 Stunden. Wie ich eben. Echt? No joke. Doch noch ein Biss gehabt nach dem Last Cast. Jetzt sieht Becky uns die nächsten 2 Stunden nicht mehr. Wir gehen zurück zum Becky. Gut, Schade. schade. Versuch was wert. Gibt's doch nicht.
pennt wirklich noch, ne? Es ist 12 Uhr und der Kleine schläft noch. Gestern hat er mir noch gesagt, ey, ist so krass, egal wenn ich ins Bett gehe, ich kann nicht mehr lange schlafen nach einer Party. Aber wenn es hier um Arbeit geht, da kann er lange schlafen. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Ich habe gehofft, ey, Frühstück ist schon fertig, ein paar Eier gekocht oder gebraten, aber nee, so sieht es nicht aus. Becky, Jo. hast du mir nicht gestern noch gesagt, egal wie spät du ins Bett gehst, du kannst nicht mehr lange schlafen? Ja, durchschlafen leider nicht mehr. Ich war um 8 Uhr wach, aber jetzt bin ich nochmal weggegangen. Warum bist du um 8 Uhr nicht aufgestanden? Hättest du mal schon ein schönes Frühstück gemacht. Ja, weil ich einen Regen gehört habe, ehrlich gesagt. Es regnet immer noch. Komm, Jo. wir müssen loslegen. Die dicken Hechte warten. Ha! Oh, ist das nervig mit dem Regen. So, alles gepackt, alles verstaut. Abfahrt, Becky. Ja, Ab zu den großen Hechten. ich glaube hinten noch zu. So, Markus, ich habe Stullen geschmiert. Liegen vorne. Auf so einer Tour kommt natürlich einiges an Ausrüstung zusammen. Kajaks, Dachzelte, Kameraequipment und natürlich auch jede Menge Angelzeug. Ohne Auto und Anhänger wäre so ein Trip wohl kaum umsetzbar. Nur der Anhänger scheint nicht unbedingt für 2 Meter große Angler gebaut zu sein. Becky nennt mich doch auch der Lange. Warum muss ich als der Lange denn jetzt hier immer runterkrauchen, ey? Upsala. Oh, warm ist was anderes. Das Ding ist ganz schön durchgefroren. Dauerregen ist eklig, ey. Es schlägt schon ganz schön aufs Gemüt, wenn es hier nie irgendwie mal ein bisschen schön ist. Macht irgendwie keinen Spaß, das Wetter. Wenn es mehrere Tage am Stück regnet und absolut keine Sonne scheint, schlägt das natürlich aufs Gemüt. Aber unser großes Ziel, einen richtig dicken Hecht zu fangen und natürlich zu beweisen, dass es hier mehr Hechte als Menschen gibt, lässt uns motiviert weitermachen. Endlich auf dem Wasser. Bin gespannt, ob was geht. Ein ganz neues Gewässer wieder. Google Maps einfach gecheckt, was gut aussieht. Karte online gekauft. iFiske.se ist die Seite, glaube ich. Verlinken wir euch auch nochmal. Und jetzt knallen wir hoffentlich ein paar dicke Hechte. Gestern war es schon gut von der Frequenz. Jetzt wäre es schön, wenn noch ein dicker dazu kommt. Jetzt haben wir gerade hier vor 30 Sekunden die Kajaks eingesetzt. Jetzt dürfen wir sie wieder rausholen. Weil wir haben auf Google Maps gesehen, dass da so eine kleine Verbindung ist. Aber da können wir auf jeden Fall nicht durchfahren. Ab nach Hause, nach Deutschland. Kein Bock mehr. Das erinnert mich an die ganzen Up North zuvor. Ja. Kajaks schleppen, Boote schleppen. Boah, was wir schon hin und her geschleppt haben. Aber erinnerst du dich, Up North 1.0 hat der Kameramann seinen Kajak selbst getragen. Ja, ja. Das war noch ein ganz anderes Level. Ja. Da gab es auch so Work-Life-Balance und so einen Scheiß noch nicht. Ja, ja, da hat der genau. Kameramann einfach durchgehasselt. Ja. Ich habe Hunger, ich muss was trinken, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt baden gehen, ich habe mein PB gefangen. Spaß, Markus. Markus bester Mann. Oh, jetzt kommt mir der Köder hier entgegen. So ein dicker K-Drilling in der Nase. Vorsicht, Bräuchte ich jetzt auch nicht. wir hätten das Wasser hier so aufgewühlt, Mann. Wir sind noch lange nicht am ersten Spot, aber ich mache trotzdem mal First Cast bei First Cast TV. Das ist schon hart, ey. Ganze Zeit Regen, oder? Oh, das Wetter ist echt fies und es soll die nächsten Tage hier, zumindest in Schweden, auch nicht viel besser werden. Wir haben immer ein Pech, ey. Das gibt's doch nicht. Warum ist das immer so, wenn wir hierher kommen? Ich hab grad so null Bock mehr. Bin durchgefroren, fang nix und die Aussichten für die nächsten Tage sind halt absolut nicht besser. Das ist schon echt ärgerlich, ey. So lange Vorbereitung. So viel Vorfreude auch. Und jetzt kriegt man auf die Fresse hier. Meinst du, wie vielen Anglern das jeden Tag so geht? Ja, soll wohl nicht so sein im Moment.
Die Stimmung ist ehrlich gesagt am Tiefpunkt. So viel Planung, so viele Kilometer und dafür bisher einfach viel zu wenig Fisch. Das ist Angeln. Aber manchmal reicht auch ein einziger Moment, damit aus Frust wieder Euphorie wird. Ich pack wieder meinen Erfolgsköder von gestern dran. Den Venom. Mit dem man überall auf der Welt was fangen kann. Ist so. Deswegen ist der auch leider immer ausverkauft. Deswegen mache ich ungern Werbung für den. Und dann immer jeder rumholt, der ist wieder ausverkauft. Aber ich habe zum Glück noch ein paar Packungen gebunkert für mich. Ach, du bist der auf eBay Kleinanzeigen die Sachen dann verkauft. So, jetzt nochmal ein kleiner Farbwechsel hier. Die Farbe darf ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Kommt erst im Adventskalender. Aber die ist ultra cool. Und damit habe ich schon sehr gut gefangen. Deswegen habe ich jetzt die Hoffnung, hier die müden Hechte nochmal damit zu aktivieren. Gucken wir, ob es klappt. Im Köder liegt es nicht. Wenn, dann wird es ein Anwenderfehler sein. Oh, jetzt hatte ich einen Biss. Hä? Jetzt hatte ich... Ah, wieder drauf. Jetzt hatte ich den ersten Biss des Tages für mich. Der ist 2- oder 3-mal draufgegangen. Ist aber nicht hängen geblieben. Fisch! Klein. Barsch! Dicker Barsch! Und ist nicht der erste Biss, den ich hatte von einem Barsch. Wunderschöner Barsch. Jetzt guckt euch den Köder dazu an. Ist das nicht lustig? Ja, man sieht's, ne? War echt schöner Barsch, das ist ein 40er. Das ist so krass. Ich hatte vorher schon so einen Biss, so einen Tack, wo ich dachte, das war ein Biss, aber es war niemals ein Hecht. Dachte ich, ein Schnurschwimmer und dann einen Wurf später wieder so ein Tack angehauen, Fisch dran. Einfach mal auf 20 cm Köder. Wahnsinn, die scheinen Hunger zu haben, die Jungs hier. Anders als die Hechte. Der erste Fisch, wenn auch nicht der Zielfisch, ist gefangen. Und das macht natürlich Hoffnung, dass auch das Gewässer jetzt aufwacht und wir in eine Beißphase kommen. Direkt vorm Boot eingestiegen. Venom. Und der erste Pikey des Tages für mich. Oh, entschneidert. Petri. Petri, Dank. Ich habe gerade einen neuen Stinger drauf gemacht, nachdem ich heute schon 2 Fehlbisse hatte. Und 5 Minuten später ist einer hängen geblieben. Ich nehme immer diese fertigen Stinger von BKK, die sind richtig geil. Und vielleicht öffnet sich jetzt ein Beißfenster. Ich hatte vor 5 Minuten einen Biss. Dann hat Dustin jetzt gerade eben diesen schönen Barsch gefangen. Und jetzt kam der kleine Pikey direkt vorm Boot. Oh. Zwar echt kein großer, aber tut schon gut, muss man sagen. Oh, endlich! Das gibt auch wieder Selbstvertrauen. Aber natürlich sind wir nicht nur für die kleinen Hechte hier. Wir wollen den Meter plus ans Band bekommen. Fisch! Großer! Kescher, Becky! Kescher! Das sind einen großen Fisch. Ist aber mega weit weg. Und ich habe den Kescher. Das haben wir jetzt mit Vollgas darüber. Meter 20! Nah an Meter 20. Schnell weg, komm. Komm ran. Warte. Kescher drin? Oh, Yes! ja. Oh, Oh. kein Meter 20, oder? Meter 10. Meter 10. Yes! Oh. Yes, das. Oh yes. Haben wir gekämpft, Dicker, haben wir gekämpft. Oh yes. Haben wir gekämpft. Ja, Mann, Alter. Auf dich ist Verlass. Achte mit den Haken trotz Der war Kescher. gleich ein richtiger Einschlag. Oh. Lass mal, der Fisch ist zu groß und mit den Haken habe ich hier Sorge. Lass kurz ans Ufer. Ich Warte. lasse den im Wasser und fahre ans Ufer. Ja. Das ist ja nur 20 Meter entfernt.
Hier ist das denn. Oh, geht mir die Pumpe. Mir auch. Ah, ich dachte, der ist noch größer. Egal. Oh, wunderschöner Fisch, ey. Yes. Yes, Sau Sir. gut. Das ist schon ein richtig solider Fisch. Boah, ist der massiv gebaut. Ah, da ist Yes. er. Was für ein massiver, schöner Hecht. Ah, Geile Färbung, auch richtig dunkel, aber auch richtig massakriert vom Laichgeschäft. ja. Boah, das ist ein richtig guter Fisch. Oh, ist das ein schöner Fisch. Weit über 1 Meter. Weit über. Schätzt man 1,10 Meter. Ja, weit Und wahrscheinlich richtig. auch über 1,10 Meter. Brutal gebaut. Hunter Und? 90. In der Farbe, die es gar nicht auf dem Markt gibt, noch jetzt. Nur mit dem Adventskalender. Ach, ist auch egal. Ist scheißegal. So ein Fisch. Yes! Guckt euch diese makellose Färbung an. Und der Fisch will auch schon weg. Da lassen wir ihn noch gleich schwimmen. Tschüss, Großer. Danke für den tollen Drill. Und da ist er weg. Yes! Pike Knuckles gab es inklusive. Ach, komm her. Der erste Meterfisch unserer Tour und sogar ein deutlicher Meter. Ja, Richtig geil. Sau gut gemacht. aber der Biss war direkt gemerkt. Fettes Vieh. Ich mache mal auch einen Hunter dran jetzt. Hunter in der Weihnachtskalenderfarbe. Adventskalender. Yes, yes, yes. Oh, so ist es manchmal beim Angeln. Ewig nichts passiert. Und dann steigt da plötzlich ein. Durchziehen wird halt eben dann doch belohnt. Puh. Hat Becky super gecashert, muss man sagen. Ei, 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 ich bin so happy. Richtig glücklich. Naja. Der Regen kommt wieder, der trügt ein bisschen das Glück, aber yes! Das Wetter ist echt bodenlos. Unglaublich. Das einzig Positive ist, dass der Wind jetzt nicht so extrem pustet, weil vorhin kam auch so ein kalter Nordostwind zusätzlich zur Nässe. Das ist nicht so geil. Aber ey, mir ist jetzt alles egal. Hab mein Monsterhecht gefangen. Das in einem ganz neuen Gewässer einfach mit Google Maps rausgesucht. Mit meinen Jungs. Viel geiler kann es nicht sein. Deswegen kann es auch mal ein bisschen regnen. Becky, wir fahren zurück. Wir hatten 2 richtig, richtig geile Tage. Aber auch echt harte Tage. Sehr, Kalt. sehr zäh. Ein Großer ist gekommen, das macht mich sehr, sehr glücklich. Ja. Insgesamt haben wir viele Hechte gefangen. Ich glaube, man kann schon mit Sicherheit sagen, dass hier mehr Hechte leben als Menschen in der Wir Region. haben niemanden getroffen in der Zeit. Nee, niemanden. Und Wirklich. ich glaube, zur richtigen Zeit wäre hier noch viel, viel mehr möglich. Ja, genau. Also, wir hoffen, euch hat die Folge, die 2. Folge von Up North gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao.